Und lass. Ich fange an? Ja, du fängst an. Hallo, mein Name ist Dr. Annika Waldhauser. Ich bin Fachärztin für plastische Chirurgie in der Praxisklinik am Rosengarten. Und ich bin Dr. Timo Spanholz, ebenfalls plastischer Chirurg. Und heute erfahrt ihr was über die 5+1 größten Mythen zum Thema Fettabsaugung. Mythos 1. Man sieht das Ergebnis der Fettabsaugung direkt nach einer Woche. Falsch, denn nach der OP kann das ganze Feld etwas geschwollen sein und es sieht sogar mehr aus als vorher. Ihr müsst schon etwa 12 Wochen Geduld haben, um das endgültige Ergebnis abschätzen zu können. Mythos 2. Nach einer Fettabsaugung bildet sich die Haut immer problemlos zurück. Falsch. Auch das ist sehr abhängig von eurer Hautbeschaffenheit. Es können Dellen und Wellen zurückbleiben. Vor allen Dingen, wenn das Gewebe vorher schon dellig und wellig gewesen ist, wird es hinterher auch nicht viel besser aussehen. Mythos 3. Man darf 2 Monate nach der Operation keinen Sport machen. Und wieder falsch, denn bereits nach etwa 2 bis 3 Wochen könnt ihr sportliche Aktivität wieder aufnehmen. Allerdings müsst ihr dabei natürlich die Kompressionsware tragen. Mythos 4. Das abgesaugte Fett kommt einfach wieder. Falsch, denn wie wir hier in Köln sagen, was fort ist fort. Was weg ist weg. Das bedeutet aber nicht, dass man an diesen Stellen auch nicht wieder zunehmen kann, wenn man sich überkalorisch ernährt. Also das heißt, wenn ihr mehr esst, als ihr verbraucht. Man kann auch in diesem Bereich, weil auch noch Fettzellen vorhanden sind, wieder zunehmen. Mythos 5. Nochmal zurückspulen. Mythos 5. Die Fettabsaugung funktioniert beim Lipödem nicht. Das ist auch falsch, denn wir haben bei Lipödem-Patientinnen sehr, sehr gute Ergebnisse. Aber man muss auf eine spezielle Art und Weise absaugen, nämlich zirkulär die betroffenen Extremitäten, und zwar alle von oben bis unten und sehr radikal. Dann nehmen die Beschwerden ab, die das Lipödem verursacht, und natürlich hat es auch einen ästhetisch positiven Effekt. So Leute, und jetzt kommt der Obermythos. Fettabsaugung brauche ich nicht, da kann ich doch einfach eine Diät machen, das ist das Gleiche. Auch wieder falsch, denn eine Diät ersetzt keine Fettabsaugung und eine Fettabsaugung ersetzt keine Diät. Das bedeutet, wenn ich ein bestimmtes Areal absaugen möchte, verschwinden dort die Fettzellen. Bei einer Diät verkleinern sich nur die Fettzellen bzw. entleeren sich. Insofern ist die Fettabsaugung eine Körperformung, vor allen Dingen störende Pölsterchen zu entfernen, die eventuell durch eine Diät nicht erreicht werden können.